Willkommen aus Belmopan, der Hauptstadt in Belize. Heute nehme ich dich mal mit auf eine kleine Tour und zwar durch einen kleinen, coolen Markt. Und zwar gibt es hier alles zu essen, zu trinken, was man sich vorstellen kann. Das möchte ich dir mal zeigen. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Increíble. ¿Esos son todos aguacates? Sí, es aguacate, avocado. ¿Y cuántos son por uno? Dólar. $1 beliceño. Sí. Hola amigos. Sí, man. Sí, claro. ¿Cuánto va a llevar? El más gordo, por favor. Sí, amigo. Qué Usted bien. escoja, amigo. Usted escoja, usted puede escoger, amigo. Entonces, eso y no dame hay dos. problema, amigo. Perfecto. ¿De dónde son ustedes? Corozal, amigo. Ah, ¿de acá? ¿De Belice? Corozal. Corozal. ¿Por qué hablan español? Sí, hablamos. No, ¿por qué? español, ¿Por qué no inglés? Yeah, we talk English too, man. We talk You speak English? Yeah, You speak Maya also? No, Maya? no. Mopan? sí. No. Este cambia el bolso, le chucho le malo. Wow. What does it mean? Dice que eso significa. Ah, Estás en negro con su motor. no funciona. ¿Say again? Quiere decir, ya se cambia el bolso, le chucho le malo. Quiere decir que estás en negro con su puta motor en su boca. He said a black man with his big weed smoking. Okay. As you wish. No, that's cool. Yes, Thanks a sir. lot. We got one. So, jetzt mal gucken, was wir hier zu essen kriegen. Auf jeden Fall spielt das Wetter nicht mit. Ist ja am Regnen, aber sehr interessant. Mal da vorne vielleicht irgendwo was gucken. Oh, paradiesisches Café in Belmopan. Ist übrigens der größte Markt hier, wie ich gelesen habe. Mal gespannt, was es hier gibt. Definitiv ganz anders als in Mexiko. ¿Cómo se llama? Rice and beans. Rice and beans. And stew chicken. ¿Y eso? ¿Qué es eso? Cosla. Gracias. Oh, qué rico. Have the onion sauce. ¿Y Nice. qué más? ¿Ustedes tienen una salsa picante? ¿O se come así? ¿A esas bien picante? Yes. No bien, pero Aha, gracias. So, jetzt essen wir mal ganz kurz, was es hier gibt. Zum einen haben wir hier einen Krautsalat. Das ist der hier. Und dann gibt es eben Reis und Bohnen und Hähnchen. Im Endeffekt ist es, man kann sagen, in jedem Land sehr ähnlich. Was ich hier faszinierend finde, du hast hier verschiedene Leute. Zum einen die Schwarzen, du hast hier die indigene Bevölkerung, die Maya, und du hast eben hier die Mischlinge, die Mestizen, Latinos, und du kannst dann eben alles sprechen hier. Englisch, Spanisch bzw. Maya, aber hängt natürlich von den Leuten ab, aber Englisch spricht in der Regel jeder. So, ich habe jetzt gar nicht so viel Zeit auf dem Markt gehabt. Jetzt wollen wir uns mal... Buen provecho, amigo. Ja, ich spreche Spanisch. Nicht so viel Zeit gehabt und jetzt geht es schon wieder zurück, um irgendwo in den Dschungel zu gehen und ein paar Trails anzugucken. So, jetzt mal gucken, ob man hier mit dem Auto hinten durch den Fluss laufen kann. Ich bin jetzt quasi mal am gucken, wie tief das ist, ob man da durchlaufen kann. Weil, wenn es zu tief ist, können wir nicht durchfahren. Steine. Au. Die Strömung ist schon ein bisschen...
I know, like, it's kind of rude in the picture. Hello. Hello. This is Belize where we live with bees. We get vegetables because we and cheese. It's our honey straight from the bee. You can feel, you can go, hey, orange one, and rubber in the town, don't like the way how that song. Let's say you can get sugar there by the pound. That good. Se sangra ya se levanta. Amigo. We're reaching to Benque Piedra. Hola. Say hi, mira. Say bye. Hi. Say hi, mama. Hi. Watch the camera. Say it like this. Go like this. Go like this, mama. She loves picture of that. Taxifahrt zur Grenze nach Guatemala. Hi. Hola. Say hi, mama. So, die erste Etappe ist gepackt. Ich habe jetzt Geld gewechselt und zwar gibt es jetzt den guatemaltekischen Quetzal. Habe jetzt meine restlichen belisischen Dollar aufgegeben und habe jetzt die $20 bezahlt, um rauszukommen aus Belize. Jetzt ist der irgendein Drucker oder irgendein Lesegerät, Scanner hat nicht funktioniert. Das hat jetzt ewig lang gedauert und jetzt ist hier vorne quasi die Grenze. Ich bin jetzt eben nirgendwo gefangen und jetzt geht es rein nach Guatemala. Mal gucken, wie es wird. So, angekommen in Guatemala war relativ einfach. Ich bin jetzt in einer hässlichen Grenzstadt, muss den Bus suchen. War witzig, ich wurde tatsächlich das erste Mal gefragt nach der Covid-Impfung und habe im Schreck die Impfung nicht gefunden und habe dann einfach von der Zugfahrt mein ICE-Ticket gezeigt mit dem QR-Code und hat funktioniert. Ich habe gesagt, das ist meine Impfung. Ich meine, im blödsten Fall hätte ich gesagt, tut mir leid, ich habe mich vertan. Aber wird ja nicht kontrolliert. Also ICE-Ticket kaufen statt impfen funktioniert zumindest in Mittelamerika. Da die Reise wahrscheinlich jetzt ein bisschen länger dauern wird, werde ich jetzt erst noch mal kurz aufs Klo gehen. Extra schön geputzt für mich. Und dann geht's los! Vámonos, hola amigo. Hola señor. Hola, primo. ¿Qué comemos, Daniel? Pues pollo, chicken, picante. Ah, ¿qué es eso? Picante. Ese es picante. Picante. Ese es chicken, pollo. ¿Te gusta así? Sí, hombre. Mira. Ahí estamos cocinando el chicken. Increíble. ¿Y eso es qué? ¿Tortilla? Es tortillas de maíz. De maíz. Sí. Qué bien. Hola. Hola. Ok, esa es la cerveza nacional de Guatemala. Sí. El gallo. La tradición y el orgullo de Guatemala. Sí, Guatemala. 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 ¿Qué está tomando? Gallo, la verdad. Estamos cocinando lo que es la costilla de cerdo, sabrosa, lo que es el pollo. Y bien activo la pasamos. Asando.
Das ist mein Rucksack. Mi mochila increíble. ¿Y no puedes? Con otro brazo, ¿no? So, jetzt aber auf dem Weg zum Hotel. Ich bin jetzt ein paar Mal vom Weg abgekommen und zwar hat es jetzt so stark geregnet und es war richtig cool. Jetzt war ich mit einem Busfahrer, den ich kennengelernt habe, und 3 anderen Busfahrer, die warten mussten, zusammen im Bus, und die haben so geschwärmt von ihrem Bier, und die haben mir dann quasi ein Bier, das sogenannte Gallo, spendiert. War richtig cool und eine tolle Erfahrung und bin echt begeistert. Der erste Eindruck von Guatemala ist echt wunderbar. So, ich bin jetzt auf dem Weg nach Flores. Flores ist eine kleine Stadt, die mitten in einem großen See liegt und viele schöne bunte Häuser hat. Man kann es jetzt ein bisschen erkennen. Der Charme der Stadt, der ist noch nicht ganz zu erkennen. Ich glaube, da spielt das Wetter einfach nicht mit. Und ich bin jetzt in einem Hostel und ich glaube ein 8-Bettzimmer, das voll sein wird. Freue ich mich schon drauf, einfach wieder unter Leute zu kommen. Das ist ein Hund. De la goma están sufriendo. La 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 la. La 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 la. Todos los que están durmiendo. La 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 la. De la goma están sufriendo. La 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 la.